Hi, ich möchte mich gerne auf eine Frage beziehen, die bei der letzten Legung nochmal so konkret gefallen ist, die aber auch schon vorher ein paar Mal durchgeklungen ist und die auch für mich eine große Rolle spielt, weshalb ich immer vor den Legungen sage, geh auf Distanz, benutze deinen Zweifel und schau für dich, ob es passt. Diese Frage fasse ich jetzt mal so zusammen, obwohl ich sie wahrscheinlich auch nicht hundertprozentig treffe für die Einzelnen, aber es geht darum, wie man sich lösen kann von dem spirituellen oder esoterischen Angebot oder von dem, was man hier so findet, von Erklärungen, von beispielsweise Kartenlegungen. Und ich gehe jetzt mal mehr von Kartenlegungen aus, weil das hier ein Kartenlegekanal ist und finde das total gut, dass diese Frage auftaucht, weil ich glaube, dass gerade dieses Format dazu einladen kann, ähnlich wie irgendwelche Prophezeiungsgeschichten, nicht einladen kann, aber es gibt das Phänomen, dass man da eben, dass das einen Sog entwickelt und dass man da ja in so eine Art Strudel gerät oder auch fast in so eine Art Sucht gerät, sich da eine Legung nach der anderen reinzuziehen und daraus eine Quelle zu machen von Zuversicht, von Sicherheit, von Erklärungen, von irgendetwas, was einen in diesem inneren Chaos, mit dem man wahrscheinlich überhaupt erst auf die Suche danach geht und das findet, eine Antwort gibt oder mehrere Antworten gibt. Irgendetwas, was den Kopf erstmal zufriedenstellt oder was einen beruhigt. Und ich möchte nicht tiefer eingehen auf verschiedene Kartenlegeformate oder Stile oder Themen, weil ich nicht glaube, dass das dabei hilft, auf das zu stoßen, was helfen kann, sich tatsächlich zu lösen. Man ist in irgendeiner Situation, so ist das, glaube ich, häufig, in der man sich verloren fühlt, in der irgendetwas, vielleicht eine Sehnsucht aufgegangen ist, vielleicht eine Verbindung da war, die nicht lebbar ist und die einem, wo man keine Antworten hat für das, was man empfindet und für das, was passiert. Und das kommt an einen Punkt, an dem man nicht mehr mit irgendwelchen anderen Mitteln sich das erklären kann und man findet Kartenlegungen und die geben einem irgendeine Art von Antwort oder irgendwelche anderen Formate oder Leute, die einem Konzepte vorschlagen, um das, was man erlebt, irgendwie zu ordnen oder einzuordnen und dem einen Namen zu geben und dem auch eine Struktur zu geben, mit der man sich da irgendwie durchkämpft. Ich möchte das wirklich an dieser Stelle erstmal so nur beschreiben, weil es ist mir zu einfach, da drauf zu hauen, indem man jetzt irgendwie sagt, die Leute wollen einen alle nur in irgendwas reinziehen und da gibt es irgendwelche bösen Leute, die ein esoterisches Angebot machen oder ein Konzept haben und dann haben die bestimmte Mechanismen und nutzen dann irgendwie die Schwäche der Leute aus. Mag alles sein, mag es alles geben. Will ich auch nicht durchstreichen, dass es das gibt oder dass es da auch niederträchtige und wirklich schwierige Sachen gibt, mit denen man sich kritisch auseinandersetzen muss. Aber der wichtigste Punkt ist, und das ist, was sowohl in verschiedenen anderen Kommentaren bisher durchgeklungen ist, als auch bei dem Menschen, der die Frage jetzt zuletzt gestellt hat, dieser Moment, in dem man merkt, ich möchte davon loskommen. Ich glaube, das ist ein super gesunder Impuls. Das ist vielleicht sogar schon etwas, was die Antwort enthält. Weil der Moment, in dem du feststellst, das, was ich hier konsumiere, das, was ich mir hier angucke, den Leuten, denen ich jetzt irgendwie zuhöre, die mich gar nicht kennen und die irgendetwas erzählen, was ich jetzt angeblich irgendwie sei oder was ich erlebe, dieser Impuls zu sagen, nee, das stimmt nicht, das kann ich gar nicht mit mir verbinden, dieser Mensch erkennt mich nicht, ist ein sehr gesunder Impuls und er stimmt. Denn die Menschen, die hier, wie ich das jetzt mache, in eine Kamera sprechen und in ein Mikrofon und das dann ich hatte kurz irgendwie Kamera unterbrochen. Hier waren kurz die Gerätschaften unterbrochen. Komisch. Ja, jedenfalls der Impuls, Unterbrechung ist ein guter Punkt. Es ist eine Unterbrechung in dieser
Ich nenne es mal Hypnose, in diesem Hypnotisiertsein von dem, was einem da erzählt wird. In dem Zustand, in dem man nicht weiß, was mit einem geschieht oder was auch in dieser Welt geschieht, die ja in einem extremen Chaos sich seit einiger Zeit befindet, so erlebe ich es jedenfalls. Da gibt es dann Menschen, die sagen einem, so und so ist das. Oder ich habe den und den Kontakt, der mir was auch immer durchgibt, um zu erklären und irgendwie übersinnlich zu erklären, was hier mit den Menschen geschieht. Wenn du merkst, nee, das trifft auf mich nicht zu, und wenn du merkst, ich möchte eigentlich zum Beispiel keine Kartenlegung mehr gucken, dann ist das ein goldener Moment und ein ganz wichtiger Moment, in dem du dich im Grunde schon davon emanzipiert hast, zu hoffen, dass dir irgendjemand anderes sagen könnte, wer du bist und was du bist. Jetzt ist die Frage, hilft das wirklich, das nicht mehr zu gucken oder nicht mehr zu konsumieren, wenn man das nicht will, weil es sich auf der Verstandesebene noch, also es ist sehr mental. Und ich glaube, mit der mentalen Ebene ist es schwierig, so ein Habitus oder, also das, wie nennt man das denn nochmal? Wenn man jetzt zum Beispiel täglich total viele Kartenlegungen guckt, dann ist das nicht Gepflogenheit. Mir fällt das gute Wort, das richtige Wort nicht ein, aber vielleicht weißt du es. Eine Gewohnheit, wenn das eine Gewohnheit geworden ist und eben vielleicht so etwas Suchtartiges bekommen hat, dann ist die Frage, wie man davon loskommt, eine, die ich tendenziell mit Verkörperung beantworten würde. Es geht nämlich um Aufmerksamkeit. Es geht darum, wohin wird deine Aufmerksamkeit gelenkt oder lenkst du sie? Und bist du in der Lage, sie abzulösen von zum Beispiel dem spirituellen Angebot und dem, was so Leute wie ich halt hier in der Kamera palavern. Und es ist ja nicht nur da so, das ist also etwas, was man vielleicht auch nutzen kann für andere Sachen oder was mir hilft, um mich auch von anderen Sachen zu emanzipieren, zum Beispiel von Werbung oder von irgendwelchen Sachen, denen ich in der Stadt oder so ausgeliefert bin oder Menschen, manchmal ausgeliefert bin, da nicht auch in diesen Sog reinzukommen und das Gefühl zu haben, man ist eingenommen von dem, was man sieht und was man wahrnimmt. Mehr die Grenze zu spüren von der eigenen Sphäre und wo die des anderen Menschen oder dem, was einem da auf dem Bildschirm gezeigt wird, aufhört oder anfängt. Das heißt, ich glaube, das Entscheidendste ist dabei, wenn du wirklich dich lösen möchtest von diesem ganzen Zeug hier, ist die Arbeit mit Grenzen. Und da kann man sehr tief gehen. Zum Beispiel im Embodiment gibt es da verschiedenste Übungen, die man dazu machen kann. Ich werde jetzt nicht alle zeigen, keine Angst. Ich plane nicht auf diesem Kanal irgendwie jetzt immer ständig Übungen zu zeigen, aber es ist eigentlich etwas, womit ich am meisten forsche. Also das, was ich hier mit den Karten mache, ist gar nicht meine Hauptsuche. Und ehrlich gesagt ist es auch ein bisschen eher Erholung für mich von der Spiritualität und von dem, was ich als spirituelles Erleben jenseits der Kartenlegung mache und wo ich irgendwie so eintauche. Also es ist eigentlich eher tatsächlich Unterhaltung. Unterhaltung, bei der ich hoffe oder mir wünsche, dass sie auch was übertragen kann, was ein bisschen zur Reflexion ermuntert oder klingt so. Aber ich möchte jetzt eher darauf eingehen, wie du Abstand dazu gewinnst. Und das ist etwas ganz Einfaches im Grunde. Ich stelle mir jetzt gerade vor, dass du einen Bildschirm vor dir hast. Ob das jetzt irgendwie ein Computer ist oder ein Laptop oder ein Handy, was auch immer. Wenn du das hast, dann kannst du mal versuchen, diesen Bildschirm nicht direkt vor dich zu halten, sondern erstmal auf einen gewissen Abstand hinzustellen. Also das Handy irgendwie an was dranlehnen oder den Laptop halt weiter weg. Dass du mal wirklich spürst und auch siehst, dass du einen räumlichen Abstand zu dem hast, was du da siehst. Und einen räumlichen Abstand zu dieser Scheibe hast. Dass du nicht mit dem Bewusstsein eingesaugt bist in dieses Fenster, in diese Welt. Und dann richtig, richtig plump. Also Embodiment ist manchmal erschreckend einfach. Dann nimmst du deine Hände zwischen dich und diesem Bildschirm und reibst die und spürst die und lenkst da und machst das halt so schnell und so intensiv, dass deine Aufmerksamkeit
/ Energie sich woanders befindet als in deinen Augen. Also dass dein Hauptakzent von dem, was du bewusst wahrnimmst, hier ist, zwischen den Handflächen, wo es langsam warm wird. Und was auch anstrengend ist, was in die Oberarme geht, was echt nicht Spaß macht. Ich mache das ja nicht gerne, glaub mir. So, und dann hast du schon mal einen anderen Anhaltspunkt. Dann hast du einen anderen Punkt, an dem sich deine Aufmerksamkeit stimuliert auf eine Weise und aufhält. Hier soll die sich aufhalten, an den Händen. Und jetzt hast du deine Augen und mit denen kannst du auf den Bildschirm gucken. Und vielleicht sieht er jetzt schon ein bisschen anders aus, also entfernter, abstrakter, irgendwie weniger als das, was dir die Antworten gibt angeblich. Und was mir wirklich hilft, ist einfach zu gucken, Handflächen. Denn worum geht's bei all dem? Es geht nicht darum, dass andere dir wirklich sagen könnten, wer du bist. Ich glaube, dass das niemand kann. Es gibt Menschen, die können einem eine Hilfestellung geben, um etwas anders zu sehen. Aber es geht doch darum, dass du dich siehst. Und was ist in diesem Fall das Nächste, was du sehen kannst, außer deine Nasenspitze, wenn du stark schielen kannst? Das. Du kannst das so nah oder so weit entfernt, deine Handflächen vor dich halten und einfach mal ganz stur und entspannt in deine Hände gucken. Und dich dafür interessieren. Und vielleicht merkst du, dass du dich gar nicht mehr so sehr interessierst für diesen Bildschirm und für diese Tante, die, wie man am Kopfschmuck erkennt, auch nur einen Vogel hat und dir erzählen will, was hier so los ist. Viel interessanter ist, was in deinen Händen passiert und was in Beziehung zu deinen Händen passiert, weil du nämlich siehst, was du bist. Das bist du. Hier bist du drin. Also nicht in mir, sondern in dir. So. Aber es ist viel interessanter. Und das zu üben. Ganz plump. Es ist wirklich eine Übung, die funktioniert. Also es hat eine ganze Menge damit zu tun, wie die Muskulatur in unseren Augen arbeitet. Wenn wir lange auf den Bildschirm gucken, vergessen wir irgendwann, dass wir uns in einem Raum befinden und dass wir einen Körper haben. Also ich glaube schon, dass wir auch graduell ein bisschen dissoziieren und uns mit dem Bewusstsein eben in das hineinversetzen, was wir da sehen. Oder uns dazu irgendwie Gedanken machen und Geschichten ausdenken. Uns überlegen, was mit diesem Menschen los ist, auf den irgendwas drauf projizieren, weiß der Teufel, keine Ahnung. Alles ist da möglich, aber die Aufmerksamkeit ist eben nicht auf das gerichtet, was du bist. So, hier, das bist du. Und du kannst dich spüren. Das ist eine bessere und sicherere Antwort als jede Kartenlegung von mir. Und ein wichtigeres Signal an dich als jede Kartenlegung von mir. Das heißt, wenn du möchtest, mach das gerne vor jedem meiner oder während meiner Kartenlegung. Ich freue mich, ehrlich gesagt, mehr darüber, wenn Menschen in sich sind und verkörpert sind und weniger Antworten brauchen. Und wenn sie Bock haben, meinen Kram zu gucken, um ein bisschen Zerstreuung zu erleben, dann freue ich mich auch. Oder wenn man irgendwie mit den Songs in Resonanz geht. Aber ich mache das hier, ehrlich gesagt, ich weiß gar nicht genau, warum ich das mache. Es ist eine Ausdrucksform, es ist etwas, was mir gut tut. Und wenn ich mich nicht ausdrücke, dann sind meine Kiefermuskeln angespannt. Und es ist etwas, was mir hilft, zu sprechen. Es ist etwas, wo man assoziiert. Und das ist was ich irgendwann auch gemerkt habe, wenn man jetzt mal weggeht von diesem, ich brauche hier eine Antwort oder ich muss unbedingt wissen, was er denkt oder diese ganzen Sachen, ohne das eben beleidigen zu wollen, weil die meisten Leute kommen im Grunde aus dieser Frage, was ist mit dem anderen Menschen los? Und irgendwann kann sich das relativieren, ne, dass man sich für andere Fragen interessiert oder vielleicht war das nie die Frage, aber im Grunde gucken wir Menschen oder guckt ihr mir oder ich anderen oder wer auch immer bei so Kartenlegungen
einfach beim Spielen zu. Die Menschen spielen. Die assoziieren zu dem, was sie in Kartenbildern sehen. Und ja, vielleicht empfangen sie irgendwas auf einer energetischen Ebene und manchmal ist das wirklich erschreckend präzise und da gibt es Bilder, die einem total helfen. Da können Synchronizitäten entstehen und das ist alles cool. Ich glaube, es ist ähnlich wie in Musik, das sage ich öfter, dass man das wahrnimmt wie andere Dinge auch und nicht überbewertet, was Menschen in Kartenlegungen sagen. Und gleichzeitig ist diese Einstellung von, boah, hier ist bestimmt was für mich dabei oder hier lerne ich irgendwie was oder hier bin ich mit gemeint, mit diesem Gefühl, wo man drauf klickt, dass es einen in eine Bereitschaft bringt, Sachen aufzunehmen, die man sonst vielleicht abgelehnt hätte. Aber es kann auch sein, dass man Dinge aufnimmt, die man gar nicht aufnehmen will. Und so ist der zweite Tipp, schau, wenn du dich lösen willst, möglichst nicht direkt nach dem Aufwachen und möglichst nicht kurz vorm Einschlafen. Das sind so Phasen, in denen wir auf Ebenen durchlässig sind und Sachen aufnehmen und nicht mehr richtig entscheiden können in der Regel, was wir aufnehmen. Und da sind wir, glaube ich, besonders beeinflussbar von irgendwelchen Dingen, die auf uns einströmen. Also das empfehle ich und wirklich experimentieren mit dem Abstand zum Bildschirm. Falls du dich eigentlich lösen willst, aber das Gefühl hast, du brauchst ein bisschen Methadon oder sowas, dann kann das eben helfen, mit dem Bildschirm mal zu experimentieren. Nicht nur, um sich von Kartenlegungen zu lösen, sondern auch, wie gesagt, um das vielleicht auch nutzen zu können für andere Sachen, von denen man nicht irgendwie geflutet werden möchte, was das Bewusstsein betrifft. Ich könnte noch 1000 Sachen sagen. Mache ich aber jetzt nicht. Also ich hatte noch ein paar Themen irgendwie auf der Platte mit, wie hat das bei mir angefangen, selber zu legen und so, kann ich wann anders machen. Mache ich jetzt, glaube ich, nicht. Und ich möchte auf einen letzten Punkt zu sprechen kommen, den ich jetzt noch gar nicht gesagt hatte. Und das ist das Gefühl, einsam zu sein, das sich alleine fühlen, von dem ich auch glaube, dass es oft ein Anlass ist, um Kartenlegungen zu schauen. Weil es sein kann, dass man das Bedürfnis hat, mal zu hören, dass man in Ordnung ist mit dem, was man erlebt oder dass man etwas gut gemacht hat. Manchmal ist das hilfreich, das mal zu hören. Es kann sein, dass einem das Umfeld das nicht sagt oder dass man noch nicht in der Lage ist, sich das selber zu sagen. Und da kann es hilfreich sein, das zu hören, um es einzuüben. Aber wichtig ist, dass man davon nicht abhängig wird. Und gleichzeitig ist es wichtig, meiner Meinung nach, mit sich selber, gerade wenn man diesen Prozess hat, ich möchte von etwas loskommen und ich möchte von etwas wegkommen, weil es eigentlich dafür sorgt, dass ich leide oder in irgendwas festhänge oder an etwas gebunden bin. An irgendwie die Verhaltensweise, zum Beispiel Legungen zu gucken. Gnädig mit sich sein. Sich zu erlauben, dass das ein Prozess ist und dass man da die für dich jeweils hilfreichen Schritte findet, um sich halt wirklich zu lösen. Und nicht nur dieses, vielleicht kennst du das, dass man wie so ein Cold Turkey hat und sagt, okay, ich mache das jetzt nicht mehr, aber irgendwann ist man in so einem Moment, wo man sich vielleicht tatsächlich mit irgendwas alleine fühlt oder lost fühlt, dann fängt man wieder an zu suchen und dann geht es wieder in diesen Loop rein. Und deshalb empfehle ich tatsächlich, mach das Lösen zu einer Abenteuerreise. Nimm das so ernst wie andere Dinge auch, die du ernst meinst. Also es ist überhaupt nichts Geringes, sich von sowas zu lösen, weil auf diesem Weg ich nenne es mal so, wenn man sich auf irgendwas fixiert hat, irgendetwas, was man halt die ganze Zeit konsumiert. Jedes Mal, wenn man das macht, befreit man so viel Kram, löst man auf diesem Weg so viel Kram, da kann so viel hochkommen, da kann man so unfassbar viel bei lernen, dass das echt ein heiliger Schritt ist, meiner Meinung nach, es damit ernst zu meinen. Und dieses Gefühl der Einsamkeit zu kompensieren mit irgendwelchen Sachen, die man im Internet findet oder mit Internetkommunikation, mit irgendwelchen Leuten, die einem vielleicht suggerieren, dass sie einem sagen könnten, wer man sei. Ich möchte das noch mal betonen, ich kann dir niemals sagen, wer du bist und ich kann dir auch niemals sagen, was du machen sollst. Das Einzige, was ich mache, ist zu assoziieren zu Bildern und irgendwelche Sachen und Energien wahrzunehmen, die halt für mich in dem Moment im Raum stehen. Und ob das mit irgendwelchen Leuten in Resonanz geht, weiß ich nicht. So, ich formuliere es in diesen Weisen, weil das zu dem Format gehört, aber es
ist vollkommen klar, dass ich dich nicht kennen kann und du der Mensch bist, der Experte seiner selber wird oder ist. Und da eben selbstverantwortlich ist. Wenn es eine Sache gibt, bei Menschen, die spiritueller leben, aber natürlich auch bei anderen. Aber gerade da ist Selbstverantwortung das Wichtigste, glaube ich, was man lernen müsste, weil hier ist nichts in irgendeiner Form für die Menschen geregelt oder normiert. Das ist ein aufregendes Gebiet, aber es ist auch ein heikles Gebiet. Das muss man nicht verhehlen. Und vor allem ist es eins, wo, glaube ich, viel sich bündelt an Angeboten, die einem ein gutes Gefühl geben, weil man sich eben einsam fühlt. Und ich möchte darauf nicht rumhaken. Ich möchte auf dem Gefühl, alleine zu sein, nicht herumhauen, weil das nur verstärkt. Es ist ja auch etwas, wo einem manchmal von außen, also wo es sein kann, dass man erlebt, andere Menschen lachen über einen, weil man so dumm ist und irgendwie sich für, irgendwie, weiß ich nicht, Kartenlegung beispielsweise interessiert. Oder sich über einen lustig macht, weil man vielleicht anderes erlebt als andere oder irgendwo nicht mehr richtig reinpasst oder ja, irgendwie jenseits der Norm unterwegs ist. Und diese Einsamkeit ist einerseits etwas, was sehr belastend sein kann und vielleicht auch für den Menschen nicht gut ist auf Dauer und gleichzeitig, ganz ehrlich, wem hilft das denn, wenn man sich alleine fühlt oder einsam fühlt, wenn einem dann Leute sagen, das ist nicht gut für dich, du musst irgendwie dich wieder eingliedern. Also wem hilft das, der wirklich Erfahrungen macht, die schwierig sind zu vermitteln oder wo man das Gefühl hat, man ist irgendwie mit dem Erleben isoliert. Also da halt irgendwie wieder ein Ding drauf zu drücken und zu sagen, jetzt bist du auch noch mit deiner Einsamkeit falsch, finde ich fatal und möchte stattdessen was anderes sagen, nämlich ich fühle mich auch einsam, ich bin auch allein. Also ich bin auch manchmal verloren und lost und ich wache jeden Tag auf und möchte eigentlich den ganzen Tag nur schreien bei dem, was hier abgeht unter Menschen. Es macht mich wahnsinnig und es ist also ganz ehrlich, Kartenlegungen sind tatsächlich manchmal für mich einfach auch eine Erholung. Es ist was, wo ich mich an der Geschichte entlanghangeln kann, wo ich Worte finden kann, sprechen kann. Dieses Verstummen, dieses Sprachloswerden angesichts dieser Verzweiflung, die einfach meiner Meinung nach überall vernehmbar ist oder die auch daran entsteht, dass es viele Menschen gibt, die vielleicht die eigene Verzweiflung überhaupt nicht teilen und für die alles irgendwie okay zu sein scheint, wo man aber manchmal das Gefühl hat, die sind irgendwie abgeschnitten oder nicht richtig da. Also mich macht das verrückt und gleichzeitig kann das auch eine Projektion sein. Und da meine ich es ist also man ist aufgeschmissen, man ist seinen eigenen Wahnsinn manchmal so ausgeliefert, weil man nicht weiß, passiert das? Wie nenne ich das jetzt? Wie erkläre ich mir das? Bin ich die Verrückte, die irgendwas nicht sieht oder sind die anderen bekloppt? Keine Ahnung, was auch immer. Kann die ganze Zeit variieren und es ist unheimlich schwer, immer wieder diesen Boden zu finden. Das ist, was ich denke über die spirituelle Welt oder über das spirituelle Erleben. Es ist einfach nicht leicht. Es ist, keine Ahnung, es ist einfach auch chaotisch und es gibt auch Momente, die erlösend sind und die unheimlich schön sind und die eröffnend sind. Aber es ist ein total harter Kampf. So. Und dieses Alleinesein ist ein Faktor, oder dieses Einsamsein ist ein Faktor, den man einfach nicht durchstreichen kann, meiner Meinung nach. Und deswegen möchte ich dafür einfach mein Verständnis aussprechen und dass ich das absolut kenne und ich habe keine Lösung dafür. Auch Kartenlegungen natürlich sind keine Lösung dafür. Es kann etwas sein, wie gesagt, womit man schwingt, so wie man Musik hört, aber auch die Musik wird dich nicht, also auch Musik wird einen zum Beispiel nicht daraus befreien, das zu erleben. Aber welche Formate, welche Kunstformen, welche Ausdrucksformen anderer Menschen auch immer tun können, davon bin ich fest überzeugt, ist das Signal auszusenden, auch hier ist ein Mensch, der Einsamkeit kennt. Ich glaube nämlich, dass Menschen gerade aus der Erfahrung der Einsamkeit Musik machen
Songs schreiben, Bilder malen, Kartenlegungen machen, Texte schreiben, irgendetwas tun, womit sie sich ausdrücken und äußern. Ich denke, wenn Menschen nicht auch die Einsamkeit kennen würden, würden diese Dinge gar nicht existieren. Und ganz ehrlich, wenn ich die Möglichkeit hätte, zum Beispiel ein anderes Ausdrucksmittel zu haben, was für mich so einen Flow aufmacht, dann würde ich Freestyle-Rap machen. Aber ich kann das halt nicht und deshalb mache ich Kartenlegungen. Oder wenn ich nicht so verklemmt wäre in dem Bereich, würde ich jeden Tag einen Song schreiben. Das fände ich auch schön. Aber es ist jetzt eben das. Und ich wünsche mir, dass ihr es auch einfach nur als das nehmt und darüber hinaus, was da an Synchronizitäten oder was auch immer ist, total cool, aber das kann im Grunde meiner Meinung nach auch in allen anderen möglichen Kunstformen zu finden sein. Und so ist das, was ich übergebe. Und was ihr nehmt, entscheidet ihr. Aber ich möchte heute noch etwas anderes machen. Und das ist ein Lied spielen, das ein bisschen vielleicht die Einsamkeit ehrt und der einen Klang gibt. Und es ist gesungen worden von Ricky Nelson, meine ich. Und es heißt Lonesome Town. Und ja, das möchte ich im Grunde für die Einsamkeit selbst singen. Und dafür, dass es etwas ist, was schwer ist. Aber paradoxerweise sind wir in der Einsamkeit vielleicht auch doch nicht alleine, weil wir diese Erfahrung eben vielleicht alle machen. Oder die meisten. Und ich finde es wichtig, dass das einen Ausdruck bekommt. Und dass wir da nicht immer versuchen, irgendeine Normalitätsdecke drüber zu legen. Der Song heißt Lonesome Town und ist unter anderem von Ricky Nelson gespielt worden. Und den möchte ich jetzt singen für euch und die Einsamkeit selbst. There's a place where lovers go to cry their troubles away, and they call it Lonesome Town, where the broken hearts stay. You can buy a dream or two to last you all through the years, and the only price you pay is a heart full of tears. Going down to Lonesome Town, where the broken hearts stay. Going down to Lonesome Town to cry my troubles away. In the town of broken dreams, the streets are filled with regret. Maybe down in Lonesome Town I can learn to forget. Maybe down in Lonesome Town I can learn to